Moin, willkommen in Leipzig Hauptbahnhof. Ein Regionalexpress RE6 verlässt Leipzig in Richtung Chemnitz. Bis Mitte Dezember 2024 waren hier überwiegend Züge wie dieser aus ehemaligen Schnellzugwagen im Einsatz. Im Jahr 2025 ist Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Ursprünglich war geplant, dass zu diesem Zeitpunkt die Akkutriebzüge des Typs Alstom Coradia Continental als RE6 fahren sollten. Doch die Inbetriebnahme verzögert sich. Nun wurden Doppelstockzüge der Firma WFL angemietet, damit den Fahrgästen Züge mit barrierefreiem Einstieg angeboten werden können. Bereits im Januar 2024 waren für kurze Zeit Doppelstockzüge im Einsatz, als bei Wagen der Mitteldeutschen Regiobahn kurzfristig Wartungsarbeiten nötig wurden. Gleis 21 stehen RB 113 nach Gleis 1 über Bad Lausick, Abfahrt 18:34 Uhr. Ein Zug in Leipzig-Sellerhausen im Januar 2024. Nun folgen Aufnahmen vom Dezember 2024 aus Leipzig-Paunsdorf, noch mit den alten Zügen. Zuerst fährt eine Regionalbahn RB 113 ohne Halt nach Leipzig Hauptbahnhof, da niemand ein- oder aussteigen wollte. Es folgt der RE6 nach Chemnitz, dann der Gegenzug nach Leipzig. Hier noch ein paar Bilder vom Bahnhof Paunsdorf. Dann seht ihr wieder zuerst den RE6 nach Chemnitz und darauf den Gegenzug nach Leipzig im Jahr 2025 mit Doppelstockwagen.
Eine Aufnahme am Kohlweg in Leipzig. Auch 2025 werden gelegentlich Triebwagen Lind 41 eingesetzt. Hier sehen wir morgens im Berufsverkehr einen Zug aus 3 Einheiten kurz vor Leipzig Hauptbahnhof. Ein Doppelstockzug verlässt Bad Lausick nach Chemnitz. Am Bahnübergang der Ballendorfer Straße sehen wir einen Zug nach Leipzig. Ein Lichtgruß. In Bad Lausick kreuzen die RE6 in der Regel die Regionalbahnen in der Gegenrichtung. Zum Abschluss seht ihr eine Kreuzung von 2 RE6 in Leipzig-Werkstättenstraße. Der Zugang zum zweiten Bahnsteig ist durch eine Schrankenanlage gesichert.
Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.